Moin zusammen. Heute soll es um das Thema Synology DiskStation gehen und wie man für sich das richtige Modell entsprechend findet. Angefangen habe ich zum Beispiel jetzt schon vor mehr als 10 Jahren mit einer DS212J und seitdem mehrere DiskStations entsprechend in Betrieb oder in Benutzung gehabt, bis zu meiner aktuellen DS920 Plus, die wir heute noch produktiv nutzen. Aber die Vielfalt der Synology-Produkte in den einzelnen Serien macht es gerade für Anfänger ziemlich schwierig und das trotz Beratung oder Produktberatung auf der Synology-Seite das richtige Modell für sich zu finden. Sofern du dich mit dem Gedanken trägst, ein Synology-Nest zu erwerben, möchte ich dir mit diesem Video die Auswahl erleichtern und dir passend zu deinen Anforderungen und natürlich auch zu deinem Geldbeutel zum richtigen Modell verhelfen. Du bist interessiert? Dann bleib dran. Nach dem Intro, dann machen wir weiter. Hallo, ich bin Thorsten von Haus & Technik und willkommen zurück zum Video. Zuerst ein kurzer Disclaimer. Also dieses Video ist nicht gesponsert, sondern ich gebe hier Empfehlungen basierend auf meinen Erfahrungen, die ich in den letzten 10 Jahren mit Synology gesammelt habe. Wie schon gesagt, ich betreibe aktuell eine DS920 Plus als Produktivsystem. Wir haben eine DS420 Plus als Backup-System und für Testzwecke habe ich hier noch eine DS720 Plus stehen. Wobei ganz klar ist, die DS420 Plus als Backup-Server ist definitiv oversized. Die ist halt im Laufe der Zeit übergeblieben und jetzt nutzen wir sie halt als Backup-Server. Ja, und damit möchte ich jetzt eigentlich auch sofort einsteigen in die gesamte Systematik und dann fangen wir einfach mal so ein klein wenig an bei den Grundlagen und sagen, was ist eigentlich ein NAS und wofür braucht man das? NAS, englische Abkürzung für Network Attached Storage, ist ein zentraler Speicherort für Daten in einem Netzwerk. Allerdings sind die heutigen NAS-Systeme weitaus mehr als nur zentrale Speicherorte. Das sind ausgewachsene Server, die eine eigene private Cloud ermöglichen, die Dateien flexibel und sicher speichern, die Integration von Fotos und Videos zum Teil mit KI ermöglichen, Backups erstellen und so weiter. Was ich so alles mit meiner Synology DiskStation so mache, habe ich schon mal in einem Video festgehalten. Wen das interessiert, verlinke ich hier oben im Video selber oder auch unten in der Videobeschreibung. Schaut einfach rein, dann bekommt ihr einen Eindruck, was ich damit alles so mache. Ja, bevor man sich aber auf die Suche nach einem perfekten NAS für einen selber begibt, sollte man sich natürlich über die eigenen Anforderungen, die man so hat, oder auch eigenen Anforderungen und Wünsche entsprechend klar werden. Was will ich mit diesem NAS eigentlich machen? Und zwar nicht nur im Hier und Jetzt, sondern vielleicht auch ein klein wenig in die Zukunft gesehen. Ja, was heute eigentlich so als Datengrab in Anführungszeichen dienen soll, um einfach die umfangreiche Fotosammlung zu beheimaten. Das heißt, man hat vielleicht ein bisschen mehr an Festplattenspeicher investiert, aber die Leistung des NAS ist eigentlich eher gering bis mittelmäßig. Da kommt man morgen auf die Idee und sagt, naja, jetzt könnte ich mir vorstellen, da soll jetzt die eigene Cloud gehostet werden und dann passt vielleicht noch der Festplattenspeicher, aber bei der Performance, da wird es dann nachher unterirdisch, weil die Maschine das eigentlich gar nicht kann. Genauso wenig sinnvoll ist es natürlich aus meiner Erfahrung heraus für die Zukunft vorzubauen und auf ein Multi-Bay High-End-Gerät für relativ viel Geld zu setzen, um wirklich dann für alle Eventualitäten in der Zukunft gerüstet zu sein, stellt dann aber im Laufe der Zeit fest, dass sich die leistungsfähige 4-Kern-CPU sich im tagtäglichen Betrieb einfach nur langweilt und dass der verbaute 32 GB RAM-Speicher nur zu 20% ausgelastet ist. Und wenn ich hier sage Multi-Bay, dann bedeutet das für mich oder generell einfach als Definition, das bedeutet, dass es mehr als 2 Festplatteneinschübe in der Maschine gibt, also 4 oder mehr HDDs. Also wir können alle nicht unsere Zukunft aus der Glaskugel lesen, also ist meine Empfehlung, wenn wir über Zukunft reden und zukünftige Planung, so maximal 2 bis 3 Jahre im Voraus zu denken. Heute kommen schon erste NAS-Systeme auf den Markt, die für KI optimiert sind und die in Zukunft die Möglichkeiten eines NAS wahrscheinlich stark erweitern oder vielleicht sogar auch verändern werden. Da kann man dann besser vielleicht in 3 Jahren nochmal schauen, ob mit dem, was man jetzt gerade hat, noch klarkommt oder ob man sich leistungstechnisch vielleicht doch noch etwas anderes suchen muss und den Weg nach oben sucht.
Und natürlich zu guter Letzt kommt es auf deinen Geldbeutel an. Ne? Was kann und was will ich auch für ein NES entsprechend ausgeben? Hier ist die Empfehlung, die reine NES-Leistung, die Funktionalität und Nutzung, die muss natürlich mit dem eigenen Geldbeutel abgeglichen werden. Ne? Das muss halt zueinander passen. So, und es gibt immer noch die Möglichkeit, entsprechend später mal aufzurüsten. Das heißt, eine HDD-Aufrüstung, Festplatten aufzurüsten, gibt es bei Maschinen mit 2 Festplatteneinschüben immer. Da kann ich immer eine wechseln oder beziehungsweise eine größere einbauen und dann die andere größere hinterher schieben. Und bei den Multi-Bay-Maschinen habe ich sowieso die Möglichkeit, immer noch mal nachzurüsten, für den Fall, dass ich erstmal noch nicht alles bestückt habe. Worauf du aber definitiv achten musst, ist, dass nicht alle Synology-Applikationen, die es da so gibt, auch für alle Server im Zweifel zur Verfügung stehen oder sie stehen vielleicht nur mit Einschränkungen zur Verfügung. Ne? Also beispielhaft zu nennen ist hier zum Beispiel die Foto-App. Da gibt es Einschränkungen bei der Objekterkennung. Ne, also für die J- und für die Value-Serie zum Beispiel. Oder aber bei dem Hyper-Backup, da gibt es Einschränkungen für das ganze Thema die Gesamtsystemsicherung und den Mail-Plus-Server. Den gibt es bei der J- und Value-Serie gar nicht, den gibt es erst ab der Plus-Serie. Das hat natürlich alles mit der Leistung des Systems zu tun. Das heißt also CPU und RAM, was da verbaut ist. Und das hat natürlich auch Preisauswirkungen. Und das sollte man sich natürlich dann im Vorfeld definitiv anschauen, ob das, was man da kauft, dann auch zu dem passt, was man vielleicht an Erwartungen hat. Und Synology bietet da für jedes System, also entweder bei den Spezifikationen oder aber auch im Download-Bereich kann man sich das ansehen, die Möglichkeit zu prüfen, ob Softwarepakete für die entsprechend ausgewählte Maschine, also für das NES, entsprechend zur Verfügung stehen oder aber auch eben nicht. Eine spätere Migration eines NES, zum Beispiel der J- oder auch der Value-Serie, auf eine höherwertige Serie wie die Plus-Serie, das ist grundsätzlich möglich, bringt aber jetzt mit den 2025er Plus-Modellen ein klein wenig Probleme, weil es dort HDD-Kompatibilitätseinschränkungen aktuell gibt. Während bei den J- und auch den Value-Geräten auch Dritthersteller von Synology zugelassen werden oder auch bei den älteren Plus-Serien, da gibt es die Problematik auch noch nicht, hat man jetzt für die neue Plus-Serie, das heißt also für die Modelle ab 2025, nur noch Festplatten von zertifizierten Herstellern zugelassen. Und das sind momentan leider Gottes nur Synology HDDs. Ob das so bleibt oder ob Synology das wieder lockert oder aber zum Beispiel die Dritthersteller die notwendige Zertifizierung auch durchlaufen und damit wieder im Rennen sind, das muss man jetzt einfach nochmal abwarten. Wer sich bei Synology auf den Webseite schon mal nach einem NES umgesehen hat, der wird feststellen, die Vielfalt der Produkte ist wahnsinnig und erschlägt einen quasi. Ne? So, und da wollen wir jetzt vielleicht einfach mal ein bisschen Licht reinbringen und fangen vielleicht erstmal bei der Modellbezeichnung und der Nomenklatur für diese Modellbezeichnung an. So, wenn wir da nämlich etwas lesen, wie zum Beispiel DS 725 Plus, dann stellt man sich die Frage, was kann das bedeuten? Und das ist eigentlich relativ simpel, nämlich das DS steht für Disk Station. Wenn da zum Beispiel ein RS steht, dann wäre das eine Rack Station. Aber DS, wie gesagt, steht für Disk Station. Danach folgt die Anzahl der maximalen Laufwerke und da ist zu beachten, dass das maximale Laufwerk bei den höherwertigen Modellen, heißt also dann bei der Plus-Serie, die dann irgendwo mit 7, 9 und so weiter anfangen, nicht das ist, was direkt verbaut ist, sondern die können mit einer Extension Unit, also zum Beispiel mit einer sogenannten DX525, das ist dann eine Erweiterungseinheit, da kommen 5 Festplatten rein, die wird dann quasi an die DS 725 oder an die 925 oder auch andere Modelle entsprechend angedockt. Teilweise können auch 2 Extension Units verwendet werden und damit erhöht sich die Anzahl der maximalen Festplatten, unabhängig davon, was wirklich in dem Zentralgerät erstmal möglich ist, ob es da 2, 4 oder wie viele auch immer sind. Und danach kommt dann halt das Modelljahr. Ne? Da sieht man dann, weiß ich nicht, 20, 22 und jetzt sind wir halt im Modelljahr 25. Danach gibt es dann noch ein Kürzel, nämlich einmal ein J, das steht für die J-Serie. Dann gibt es kein Kürzel, das ist die Value-Serie, ne, die kommt so ganz ohne Kürzel. Und dann gibt es einfach das Plus, das steht dann entsprechend für die Plus-Serie.
So, schauen wir uns dann die Serien mal etwas genauer an. Also ich werde mich jetzt hier in diesem Video auf die Serien J, Value und Plus beschränken. Inwieweit die J zukünftig oder eine Zukunft hat, muss man vielleicht auch noch sehen. Aber grundsätzlich sind das die drei Serien, von denen ich denke, dass man wohl 95% aller privaten Anwendungen abdecken dürfte. Wenn man in die nächste Stufe geht, XS und XS Plus, da wird es schon relativ speziell. Das wird auch leistungsfähiger, das wird aber auch hier entsprechend teurer. So, Synology bietet ja für den ersten Einstieg zwar einen NES-Berater an, ne, da kann man dann draufklicken, verlinke ich euch auch unten hier im Video, könnt ihr euch das anschauen. Und da unterscheidet man zwischen zu Hause oder kleines Unternehmen oder mittelständisches und großes Unternehmen. Aber wenn man das einfach mal macht, dann stellt man fest, dass diese Kaufberatung keine wirklich guten Ergebnisse liefert. Speziell, wenn man neu in dem ganzen Umfeld ist. Da taucht also im Zweifelsfall alles aus, von der 223J bis zur 1825 Plus. Und das kann man als Anfänger relativ schlecht einordnen, beziehungsweise das ist einfach ja, eher nicht wirklich tauglich. So, und dann gehen wir einfach mal in die Serien hinein und fangen vielleicht einfach mal mit der J-Serie an. Die J-Serie ist bei Synology wirklich die Low-Budget-Serie. Ne, also die Leistungsfähigkeit der Hardware ist da schon relativ eingeschränkt. Da ist die CPU-Leistung zu nennen, die nicht wirklich berauschend ist, und der Arbeitsspeicher ist da limitiert auf 1 GB und der ist auch nicht erweiterbar. Dazu kommt, dass die Schnittstellen begrenzt sind. Das heißt also, ich habe maximal zweimal USB-Port und einmal einen RJ45, 1 Gigabit LAN-Anschluss. Die Festplatten können zum Beispiel nicht im laufenden Betrieb gewechselt werden. Heißt, müsst ihr da mal dran, müsst ihr die Maschine erst runterfahren, ihr müsst das Gehäuse aufschrauben und so weiter und so fort. Positiv zu nennen ist, dass es hier keine Einschränkungen bezüglich der HDD gibt. Wir sind aber auch noch in der 2023er Modellpalette. Ein Link zur Kompatibilitätsliste habe ich euch auch unten reingepackt. Da könnt ihr einfach gucken, welche HDDs dann entsprechend zu diesem Modell passen. Aber es gibt Einschränkungen im Softwarebereich, ne? Und das kostentechnisch liegt das Leergehäuse. Es gibt nur noch die DS223J, die liegt bei etwas unter 200 Euro. Kommen wir zur Value-Serie, die eine zwar etwas gehobene, etwas erweiterte Serie ist, aber immer noch eigentlich eine Low-Budget-Serie für Einsteiger ist. Die Leistungsfähigkeit ist hier ähnlich wie bei der J-Serie eingeschränkt, auch wenn hier der RAM mit 2 GB zumindest bei den 2- und 4-Bay-Modellen doppelt so groß ist wie bei der J-Serie. Die CPU ist hier die gleiche. Ja, dann kommt dazu, das Single-Bay-Modell, also die DS124, hat wie in der J-Serie nur 1 GB RAM verbaut, wobei ich grundsätzlich kein Freund von NAS bin, die nur eine Festplatte besitzen. Hier ist kein Datenausfallschutz. Hier kann, wenn die Festplatte ausfällt, ist es weg und ihr seid auf ein Backup angewiesen. Und das Risiko eines Datenverlustes ist da definitiv nicht zu unterschätzen. So, was die Schnittstellen angeht, habe ich jetzt hier zum Beispiel einen USB-Port mehr. Ich gebe drei USB-Ports. Ich habe aber trotzdem nur einen LAN-Anschluss, einmal RJ45 mit 1 Gigabit. Was positiv hervorzuheben ist, dass ich hier schon die Möglichkeit habe, nämlich ein Hotswap der Festplatten vorzunehmen. Hotswap heißt in dem Moment, hier können die Festplatten während des Betriebes getauscht werden. Das ist relevant, zum Beispiel, wenn ich mal einen Festplattenausfall habe oder aber wenn ich zum Beispiel nur mit, weiß ich nicht, die Maschine erweitern will, ne, dann muss ich das nicht runterfahren, sondern ich kann die Festplatte im Betrieb reinnehmen, rausnehmen und dann entsprechend ganz normal weiterarbeiten. Auch hier positiv zu nennen ist das ganze Thema keine Einschränkung bei den HDDs bislang. Link zur Kompatibilitätsliste auch, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Und auch hier ist zu sagen, wir reden hier von nahezu der gleichen Hardware. Es gibt hier auch Einschränkungen oder die gleichen Einschränkungen im Softwarebereich wie bei der J-Serie. Zum Vergleich, die DS223 liegt aktuell bei 270 Euro leer ohne HDDs.
So, kommen wir nun zur Plus-Serie und ja, Plus-Serie ist auch nicht gleich Plus-Serie, ne? Also ich habe da so ein klein wenig unterschieden oder ich unterscheide da so ein bisschen für mich so das Starter-Segment bis eigentlich in das Semi-Professional-Segment und das Ganze kommt natürlich dann auch mit unterschiedlichen Leistungsmerkmalen daher. Den Starterbereich, den würde ich jetzt zum Beispiel mit den aktuellen Modellen der DS225 Plus oder aber auch der DS425 Plus definieren. Die kommen mit Intel-Prozessor und 2 GB RAM erstmal daher. Der RAM ist aufrüstbar bis 6 GB. Weiterhin kommt hier positiv zum Tragen, dass ich mittlerweile jetzt hier auch dann 2 RJ45 LAN-Anschlüsse habe, einen davon mit 1 Gigabit und den anderen mit 2,5 Gigabit. Und ich habe hier eine Erweiterbarkeit, dass ich zum Beispiel einen entsprechenden SSD-Cache einbauen kann. Da habe ich die Möglichkeit, 2 NVMEs oder 2 NVMe-SSDs entsprechend zu verbauen. Ja, im Semi-Professional-Bereich, da geht es dann auch los mit den Multi-Bay-Lösungen, die dann also mehr wie 4 entsprechend Festplatteneinschübe haben. Hier gibt es leistungsfähigere Prozessoren und mehr integrierten RAM. Wir starten bei 4 GB oder bei 8 GB und da ist natürlich eine Erweiterbarkeit auf bis zu 32 GB RAM entsprechend gegeben. Hier wären zu nennen zum Beispiel das 2-Bay-System, die DS725 Plus zum Anfang, bis hin zum 12-Bay-System der DS2422 Plus. Wenn ich sage 12-Bay-System und nenne DS24, dann wisst ihr, ne, ich kann jetzt wieder hier Extension Units anbauen, entsprechend um auf 24 oder maximal 24 Festplatten entsprechend zu kommen. Ja, es gibt hier keine, also zumindest mir keine bekannten Einschränkungen bei der Software. Dafür haben wir jetzt hier genau das HDD-Kompatibilitätsthema mit Drittherstellern und zwar für alle Modelle ab dem Jahr 2025. Heißt also alles, was da noch mit 22, 21 oder ähnliches aktuell noch bei Synology zu erhalten ist, das hat diese Voraussetzung da entsprechend nicht. Das heißt, da gibt es noch keine Kompatibilitätsprobleme. Eine leere DS225 Plus schlägt aktuell aber auch mit 360 € zu Buche und eine nackte DS725 Plus kostet ca. 480 €. Wer sich eine DS1825 Plus ohne HDDs leisten möchte, der ist mit rund 1100 € dabei. Ja, man kann also sehen, dass so verbesserte Leistungsdaten und auch Vermehrung von Schnittstellen oder Verbesserung von Schnittstellen sowie natürlich auch eine verbesserte Erweiterbarkeit, wenn man das einfach mal guckt, über die DS223J, die DS223 oder auch die DS225 Plus bis hin zur DS725 Plus, dann auch in Euro niederschlägt. Ne? So, aber jetzt ist natürlich die große Frage, für wen ist denn jetzt was eigentlich sinnvoll? So, und da kommen wir zu der Einschätzung, zu meiner Empfehlung für diese 4 Serien. Also fangen wir einfach mal an, wer nur ein Datengrab benötigt, ohne weitere Funktionalitäten und ein relativ enges Budget hat, dem empfehle ich die J-Serie. Hier gibt es nur die DS223J. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, mit der J-Serie kommt man relativ schnell an seine Grenzen. Das ist meine Empfehlung für ganz geringe Ansprüche und maximale Kostenkontrolle. Wer etwas mehr Budget zur Verfügung hat, aber immer noch knapp ist und vielleicht auch noch die eine oder andere Applikation auf der Synology wirklich nutzen möchte, performant nutzen möchte, dem würde ich dann die Value-Serie empfehlen, die zumindest mit 2 GB RAM ausgerüstet ist. Das hilft bei der Performance manchmal ungemein. Die Anzahl der Festplatteneinschübe, die ihr da braucht, den einer empfehle ich ja eigentlich nicht wirklich, aber ob ihr jetzt 2 braucht oder ob ihr gerne 4 haben möchtet, das richtet sich so ein bisschen danach, wie ihr zukünftig vielleicht auch die Kapazität erweitern möchtet. Ja, ob ihr sagt, mir reichen 2 oder ich möchte vielleicht zukünftig auch mit mehr als 2 Festplatten entsprechend arbeiten. Das hat auch ein bisschen was mit eurem Geldbeutel natürlich zu tun. Also meine Empfehlung, die Value-Serie ist hier bei relativ geringen Ansprüchen, bei guten bis akzeptablen Kosten. Ja, mein Favorit für eine durchaus performante Nutzung auch von Synology-Apps
die auch KI-Unterstützung unter Umständen beinhalten, wie zum Beispiel bei Synology Photos, oder wer sich gerne eine eigene Cloud erstellen möchte und andere Features des NES nutzen möchte. Da bin ich hier in dem Starter-Segment der Plus-Serie. Kostentechnisch ist man hier noch im akzeptablen Bereich, auch wenn die Erweiterungsmöglichkeiten zum Beispiel beim RAM begrenzt sind auf 6 GB. Allerdings gibt es hier schon halbwegs leistungsfähige Prozessoren und zumindest auch schon mal 2 LAN-Schnittstellen, die bis zu 2 Gigabit entsprechend umfassen. Ob als 2- oder 4-Bay-System, das müsst ihr, wie gesagt, anhand eurer Erweiterungspläne, anhand eurer Ideen entsprechend für euch entscheiden. Portemonnaie spielt natürlich auch wieder eine Rolle, aber das ist für mich, wäre das die Empfehlung bei normalen Ansprüchen, bei passenden Kosten. Für alle, die sich zusätzlich zu den bisher schon genannten Features da entsprechend austoben wollen oder auch noch performant mit virtuellen Maschinen arbeiten möchten, die Docker-Container und sonstige Homelab-Features natürlich alles mit auf der Synology, auf dem NES integrieren möchten, die dann auch vielleicht noch eine Erweiterbarkeit von LAN-Ports, die dann nicht mehr 2,5 Gigabit haben, sondern die bis zu 10 oder auch 25 Gigabit LAN-Performance brauchen, und wo das eine große Rolle spielt, die sich dann aber auch nicht von relativ hohen Preisen abschrecken lassen, empfehle ich das semi-professionelle Segment der Plus-Serie. Das ist hier das Thema bei gehobenen Ansprüchen, aber auch bei relativ hohen Kosten. Ja, zum Schluss noch etwas zum Thema Festplatten. Grundsätzlich sollten Festplatten danach ausgewählt werden oder sollten Festplatten gewählt werden, die für NES-Systeme optimiert sind. Da gibt es Hersteller wie Western Digital, Toshiba, Seagate, Synology natürlich und noch einige andere. Synology bietet da Kompatibilitätslisten der einzelnen HDDs oder auch SSDs für seine Systeme an. Habe ich schon mehrfach gesagt, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Es empfiehlt sich definitiv für das System deiner Wahl. Wenn du dich da für irgendetwas entschieden hast, schau da bitte rein, prüfe, welche HDDs da wirklich in der Liste stehen. Speziell, wenn du ein Plus-Modell ab 2025 nutzen willst, wie schon anfangs ausgeführt, hier gibt es Einschränkungen bezüglich Nutzbarkeit und Funktionalität von nicht Synology-zertifizierten Festplatten. Ja, was die Kapazität dann der einzelnen Festplatten angeht, das hängt natürlich davon ab, von welchem Datenvolumen wir da reden, ne? Und welches Datenvolumen du für dich so ungefähr abschätzt. Ne? Wie gesagt, man muss immer sagen, so ein NES läuft natürlich 3 bis 5 Jahre, vielleicht auch länger. Und wenn man dann sagt, ich habe keine große Steigerung bei meinem Datenvolumen, ich bin eigentlich da, wo ich heute bin, wenn aber meine Fotosammlung weiter wächst, meine Videosammlung weiter wächst, dann sollte man sich auch Gedanken darüber machen, welche Kapazität man vielleicht übermorgen braucht, wenn man nicht in einem Jahr gleich wieder neue Festplatten kaufen will. Grundsätzlich würde ich sagen, ein NES oder beziehungsweise Festplattenkapazitäten für ein NES machen so ab 3 bis 4 Terabyte nutzbare Kapazität überhaupt erst Sinn. Und ich würde als zum Einstieg grundsätzlich eher mit 6 bis 8 Terabyte nutzbare Kapazität entsprechend anfangen. Nutzbare Kapazität, wieder so eine Art Fremdwort in Anführungszeichen. Nutzbare Kapazität heißt, dass du, wenn du Festplattenausfallsicherheit nutzt, heißt also, du nutzt ein sogenanntes RAID-System. Darüber wird Platz auf den HDDs reserviert für den Ausfallschutz. Und dieser Platz steht nicht zur Verfügung. Bei 2-Bay-Systemen empfehle ich immer, den Ausfallschutz für eine Platte auszuwählen. Andere Konstellationen gibt es bei 2-Bay-Systemen natürlich auch gar nicht. Die andere Option ist, ich habe keinen Ausfallschutz. Aber damit wird die nutzbare Kapazität reduziert, und zwar um die Hälfte. Aber die Daten bleiben bei einem Festplattenausfall entsprechend erhalten. Das heißt also, wenn du ein 2-Bay-NES hast und hast da 2 mal 6 Terabyte an Plattenkapazität drin, dann hast du 12 Terabyte. Wenn du jetzt aber sagst, ich nutze jetzt den Ausfallschutz für eine Festplatte, heißt das also, das System reserviert Ausfallsicherheitsschutz für 6 Terabyte, dann hast du nur noch 6 Terabyte zur Verfügung. Heißt aber auch, raucht eine Festplatte ab, läuft die zweite Festplatte erstmal ungehindert weiter und alle deine Daten sind noch vorhanden.
Bei Multibase-Systemen ergeben sich dann natürlich noch ganz andere Konstellationen. Darauf einzugehen, wird jetzt hier viel zu weit führen. Aber Synology bietet da zum Beispiel einen RAID-Rechner an, verlinke ich dir auch unten im Video. Da kann man sich alle Konstellationen mit unterschiedlichen Festplattengrößen und welches RAID und ob man Synology intern RAID nimmt, das SHR, was auch immer, das kann man sich da alles durchspielen und sich entsprechend angucken, was für einen da das Passende ist. Ja, und damit bin ich auch schon zum Ende oder am Ende meiner Kaufberatung für ein Synology NAS im Privatbereich. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Viel mehr eigentlich. Ich hoffe, ich konnte dir irgendwie helfen bei deiner Entscheidung oder bei deiner Entscheidungsfindung. Und wenn dir das geholfen hat, wenn ich dir helfen konnte oder beziehungsweise du das Video gut findest, bitte lass mir einen Daumen rauf. Davon profitiere ich, davon profitiert der Kanal. Wenn du daran interessiert bist, was ich hier sonst noch so alles tue, abonnieren den Kanal, ist kostenlos. Glocke drücken heißt, du wirst immer informiert, wenn ich hier entsprechend etwas Neues mache. Für Kommentare, Anregungen, Fragen, bitte nutzt unten die Kommentarfelder. Ich lese üblicherweise alles. Gebt mir einen Moment Zeit, auch darauf zu antworten, aber eigentlich beantworte ich relativ zeitnah. Ja, und damit, wie gesagt, bleibt mir nicht mehr viel über, als zu sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund und gerne demnächst wieder hier bei Haus und Technik, eurem Kanal für Technik rund ums Haus. Dankeschön und tschüss.